Über Freiheit zu reden, ist meiner Meinung nach heutzutage wichtiger denn je. Denn ich glaube, Freiheit ist insgesamt gefährdet. Ich würde nicht sagen mehr denn je, aber sie ist gefährdet aus unterschiedlichen Richtungen. Da sind zum einen diejenigen, die sich nach autoritären Kräften, nach Führung, nach dem starken Mann sehnen und die dafür bereit sind, Freiheit aufzugeben. Freiheit wird oft geopfert im Namen der Sicherheit. Und ja, wenn man Sicherheit möchte, wenn man Überwachung möchte, muss man Freiheit einschränken. Das ist hier und da auch nötig. Aber oft geht es doch darum, tatsächlich Freiheitsrechte zu beschneiden und der Sicherheitsgewinn ist gar nicht so groß. Ich sehe Freiheit aber auch gefährdet aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus der Richtung derer, die bei jedem Wort, das man sagt, sofort beleidigt sind und gleich mit härtestmöglichen Maßnahmen zurückschlagen möchten. Die also sofort Beleidigung sehen, einen Angriff sehen, die keine Kritik ertragen. Auch das ist eine Form von Freiheitsbeschränkung, wenn man nicht mehr in der Lage ist, auch zum Beispiel Humor, auch bösen Humor, auch Satire, auch scharfe Kritik zu ertragen. Freiheit ist also aus verschiedenen Seiten bedroht und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, darüber nachdenken, wie wollen wir Freiheit, welche Freiheit wollen wir, welche Einschränkungen lassen wir zu. Mir ist das deswegen so wichtig, weil ich eigentlich kein unfreies Leben möchte und auf der anderen Seite aber ein zivilisiertes Miteinander. Zivilisiertes Miteinander bedeutet, dass wir natürlich im Miteinander Grenzen haben. Und diese Grenzen liegen nicht erst im Gesetz, im Recht, sondern sie liegen schon davor in solchen altmodischen Begriffen wie Moral und Anstand, dass man bestimmte Dinge einfach nicht sagt, obwohl es gesetzlich erlaubt wäre. Und auf der anderen Seite muss man es aber dann auch aushalten können, wenn doch etwas gesagt wird, was einem vielleicht nicht passt. Ich glaube, dass Nachdenken über Freiheit gerade in einem Land wie Indien zum Beispiel sehr wichtig ist, weil Indien ein so vielfältiges, buntes, an kulturellem Reichtum überbordenden Land ist, wo es so viele Unterschiede gibt, dass es sicherlich oft zu Konflikten kommen kann und auch zu Konflikten kommt, wenn die eine Gruppe etwas sagt über eine andere und wiederum die dann zurückkritisiert und das wiegelt sich dann auf. Ich glaube, wir müssen dort über Freiheit reden. Was ist in Ordnung? Wie viel Kritik muss man aushalten können? Darf es so etwas wie eine dominante Kultur geben? Ich denke, wir wollen alle miteinander leben, wir müssen alle miteinander leben und wir wollen friedlich und gut miteinander leben. Und zwar nicht nebeneinander her, sondern tatsächlich miteinander. Und das bedeutet, anderen zuzuhören, ihnen Freiheit zuzugestehen und klar, sachlich und möglichst ohne allzu viel Aggression zu sagen, wo die Grenzen liegen, die man also bereit ist auch zu akzeptieren und wo man beziehungsweise nicht bereit ist, wenn die überschritten werden. Und das kann man dann ja auch vernünftig formulieren. Freiheit ist also ein Konzept, das man nicht einmal definieren und dann vergessen kann, sondern ich glaube, wir müssen über Freiheit immer wieder reden, immer wieder neu definieren, immer wieder ausloten, wo die Grenzen verlaufen. Dann, glaube ich, funktioniert das Konzept Freiheit und es ist das Beste, was ich bisher kenne.